Und was wir heute mitgebracht haben, es ist unser Grillbrot. Und was mir an dem Artikel super gefällt, ist die Form. Ich wusste gar nicht, wo ich mich jetzt einbremsen sollte, als ich mir darüber die Gedanken gemacht habe, weil es so vielschichtig einsetzbar ist. Hast du es mal pur probiert? Weil pur ist es, also für sich, ich zu Hause mal getestet, nur ein bisschen Öl reicht. Ja, und da kommen wir jetzt wieder in die Art und Weise, wie man in der Levante-Küche auch solche ähnlichen Brotprodukte einsetzt, nämlich mit Hummus, Öl und dann dippt man die ganze Zeit, weil da auch sehr viel Brot ja gegessen wird. Passt perfekt, ein sehr gutes Produkt. Und weil wir es gerade hatten, ein Glas Rotwein dazu. Das passt immer. Ja, ich musste mir wirklich, mich wirklich bremsen, weil ich so viele Möglichkeiten da drin gesehen habe. Aber ich bin dann wieder zurückgegangen mal auf Basics und habe ein Produkt ausgewählt, was man ja, in Amerika und England besonders natürlich auch kennt. Das Corned Beef. Ja. Corned Beef. Und Corned Beef ist so zu sehen, dass es ja auch in Amerika eine Tradition hat. Auch wenn es wahrscheinlich die Engländer entwickelt erfunden haben, wie man es sagen möchte, für die Soldaten im Ersten Weltkrieg. Es ist ja ein gekochtes, gepökeltes Rindfleisch und das wird dann zerkleinert und dann gepresst und dann in die Dose reingepackt. Und wenn man das ein bisschen schaut, was die Amerikaner damit machen, sie haben ja auch ihr Rindfleisch, was sie pökeln und dann kochen und das wird dann zum Räubensandwich. Also absolut traditionelles, berühmtes Und darum Sandwich. bewegen wir uns jetzt. Und da so zwischendrin habe ich gesagt, will ich mich mal reinbewegen. Und Corned ist ja übertragen im Sinn von Salzkorn. Und deswegen heißt dieses Sandwich, wenn man das in England bestellt, auch Salted Sandwich. Oder da gibt es einfach dann so diese Brücken, wo man dann einfach dann auch versucht reinzubringen. Okay, das nun mal so zum Produkt Corned Beef, weil die generelle Einkaufskultur in der Wursttheke, da findet man es nicht. Eher Ganz selten. Tatsächlich, ja. Klassischerweise im Haushalt Sommer in der Dose, Ja. wenn wir zum Campen fahren. Richtig, da ist es dann im Hocharomat. Und damit bin ich auch da wieder zurückgegangen und habe gesagt, okay, wir machen was Einfaches, was Schnelles, aber was sehr viel Geschmack hat, weil das hat schon so viel Intensität auch. Und wiederum eine Aufstrichpaste entwickelt, die aus dem Mozzarella gemacht wird. Also man kennt ja den Mozzarella in dem Beutel mit dem Wasser und den Mozzarella erstmal ohne dem Wasser, das Wasser aufheben, hineingeben, dann Senf, Gewürze, Frischkäse und dann ein bisschen Wasser reingeben von dem und dann püriere ich es. Okay. Und dann habe ich aus dem Mozzarella mir eine Aufstrichpaste gemacht, anstatt Mozzarella Eier hinzulegen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wenn die Leute den Mozzarella sehen, dann wäre noch mal mehr Wertigkeit da und dann kaufen sie es vielleicht. Man muss es einfach dann auch gut titulieren, was man damit vorhatte und dann ist das auch möglich. Gibt es also keinen Namen für? Nein. Das ist Freestyle. Freestyle. Das ist die Christian-Kolb-Soße. So ähnlich. So ähnlich. Und wir sind natürlich auch ins Pickles gegangen. Hier mit den roten Zwiebeln, Essig, Salz, Zucker. Und gehört einfach dazu. Pickles muss zum Corned Beef. Aber auch hier, wie schon in den anderen Ideen, recht überschaubar, was das Thema angeht. Wir haben nur Tomate, Salat, Pickles, Aufstrich und dann das Corned Beef. Und am Ende ist es wie immer die Kombinatorik. Wie immer. Wie immer. Ich bin gespannt. Das kannst du ruhig machen. Wie hättest du es denn gerne? So reingeschnitten und Durch? nicht durch. Das Schöne ist, wir haben ja dieses Mal Schnitthilfen. Genau. Deswegen wurde extra vom Raster für dich weil die genau wussten, eingearbeitet. Mensch, der Christian Sommer, der muss da mitmachen, also helfen wir ihm. So war der Plan. Da auch wieder ganz anders, was wir sonst immer hatten. Und das ist, was dieses Produkt für mich auch ausmacht. Dieses luftig lockere. Wenn ich das jetzt kräftig belegt habe und in einem Kontaktgrill wieder schön heiß mache und grille, dann geht die Hitze sauber durch, es wird kross außen, weil hier nicht zu viel Teig ist. Das heißt, es geht tief rein, die krosse, warme Brotflade. Und dann, wenn ich dann reinbeiß, dann passt alles.
Kannst du jetzt mal aufhören? Machst du es erstmal und dann? Weil Jawohl. Alleine vom Zuhören bekommt man ja schon wieder Heißhunger. Und ich hatte ja auch mal erwähnt, man lernt immer von den Faulen. Das heißt, ich möchte 2 Seiten einstreichen. Also streiche ich nur eine ein, Einer dieser Tipps, die man gerne mit nach Hause nimmt. drücke und dann haben wir die 2 Seiten schon. Dann kommt der Salat. Ob es Eisberg ist, ob es Frisee ist, ob es Rucola ist, whatever. Was man Lust und Laune hat. Jetzt ist es so, wenn ich es wirklich in dem Kontaktgrill oder in einem Highspeed-Ofen nochmal schön kross und warm machen möchte, den Salat mehr reinarbeiten und nicht zu viel draußen schauen lassen, sonst geht es kaputt. Dann haben wir Tomatenscheiben in dem Fall. Nicht entkernt. Hier will ich das Saftige, weil ich sonst zu trocken vom Sandwich her werde. Wenn man hat und mag, Kräuter gehören einfach immer dazu. Und das ist jetzt wieder Petersilie Ja. gehackt. Und jetzt kommen wir zum Corned Beef. Entweder ich lege es so, Okay. dann sieht es nach mehr aus. Also das ist so dieser schöne Verkaufsschnitt, Belegungsstil. So, aber ruhig ein bisschen andrücken, sonst fällt uns das raus, weil das Produkt, wenn es in den Ofen oder am Kontaktgrill nochmal gemacht wird, viele Hände durchläuft und somit muss es sehr stabil sein. So. Ich bleibe dabei, Sprossen gehören immer dazu. Ist die billigste Variante, um viel Optik und Stabilität reinzubekommen, weil das Stabilität welkt mir auch. davon nicht. Okay. Und mehr möchte ich da eigentlich nicht wiederfinden. Okay. Klappen wir es zu. So wäre die Präsentation. Heißt, der Gast sieht alles. Wenn ich es jetzt im Ofen erwärmt habe, dann habe ich die Möglichkeit, es schön zu essen. Sehr schön. Es sieht sehr, sehr, sehr lecker aus. Ich glaube, das Produkt in Summe mit die Gesamterscheinung macht schon einen wertigen Eindruck. Richtig. Und wenn man möchte, aber das auch bitte, wenn jemand dieses Rezept ausprobiert, probieren, ob man damit gehen kann, die Pickles drauf. Die Zwiebel ist nicht aggressiv, nicht bitter. Und könnte ich diese Pickles dann auch mit in den Kontaktgrill? Ja, passiert nichts. Okay. Ich würde jetzt nicht die Pickles nehmen, die man so kennt, wie wir sie haben. Das sind kleine Maiskolben, die Silberzwiebel und die Gurke. Ja. Schönes Produkt, aber das passt hier nicht. Was auch sehr gut geht, wenn man sagt, Zwiebeln möchte ich nicht, die Leute verstehen nicht sofort, dass das, wenn es eingelegt ist oder mariniert ist, dass diese Schärfe und diese Strenge weg ist. Karotten. Karotten. Sehr schön. Dünn, klein hatten wir ja auch hier schon mal produziert. Das geht sehr, sehr gut. Das kann ich auch als Scheiben und so weiter machen. Also da haben wir eine ganze Menge Spielfeld und schon ist es, was wir wollen. Das Guten ist Appetit. ein Highlight. Ich sage danke. Und für Sie, so wie es da ist, leider nicht zu bestellen. Das Brot an sich schon. Ja, und ich hoffe, dass wir mit den Ideen, die wir hier geben, Ihnen vielleicht einen kleinen Gedankenanstoß geben, dieses Produkt mal auszuprobieren. Ja, Vielen wunderbar. lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.